The following contest is a Hell in a Cell match, and it is for the WWE World Heavyweight Championship. Das House of Horrors Match. Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann, ehrlich gesagt. Ich habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, ein Hell in a Cell Match zu nehmen, denn bei 2K17 gibt es meines Wissens nach kein House of Horrors Match, ja? Und deswegen habe ich mir gesagt, nehme ich einfach das Hell in a Cell Match, denn das trifft es am besten. Ja, Bray Wyatt, The Eater of Words. Oder Words? Was weiß ich. The New Face of Fear. Genügend Namen hat er mittlerweile. Husky Harris ist auch einer der Namen, die er hat. Einer der populärsten WWE Superstars aller Zeiten. Bray Wyatt, das Charisma-Vakuum, ist ready für seine Konstruktion, das House of Horrors Match. Und ja, wie gesagt, keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Bray Wyatt ja auch im Rahmen des Superstar Shake-Up zu Monday Night Raw gewechselt. Sein Gegner in diesem Match für heute Nacht ist kein anderer als der neue WWE World Heavyweight Champion Randy Orton. I think I've ever seen the champ look this determined and focused. And I can't wait to see these two square off in one-on-one action. Ja, Randall Keith Orton mit seinem, ich glaube mittlerweile tatsächlich 13-fachen World Champion, sein 13. Run als World Champion. Und ja, Randy Orton im Rahmen des Superstar Shake-Up tatsächlich bei SmackDown Live geblieben. Da muss ich tatsächlich mal kurz überlegen. Es sei mir verziehen, es ist nämlich mittlerweile 5:1. Randy Orton. Ich hätte ehrlich gesagt, muss ich wirklich zugeben, nicht damit gerechnet, dass Randy Orton tatsächlich WrestleMania 33 als WWE World Heavyweight Champion verlässt. Aber die WWE hat mich eines Besseren belehrt. Er ist WWE World Heavyweight Champion geworden. In einem, ja, erstaunlich, wirklich erstaunlich guten Match, muss ich wirklich sagen. Und jetzt lasse ich Lillian die beiden Introduction. Darum geht's in den WWE World Heavyweight Championship. Introducing the challenger, weighing in at 285 pounds, Bray Wyatt. Introducing the champion from St. Louis, Missouri, weighing in at 250 pounds, he is the WWE World Heavyweight Champion, the Viper, Randy Orton. Ja, Randy Orton als World Champ. Wer hätte das gedacht, dass es das tatsächlich mal wieder gibt dort? Also ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut, jedem das seine, man kann mich ja eines Besseren belehren, oder wie sage ich noch so schön. Ja, Randy Orton mit seinem, was hatte ich gerade gesagt, 13. World Title Run, und das House of Horror wird gerade runtergelassen. Es ist der Hell
in a Cell. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was ich mir unter dem House of Horror Match vorstellen soll. Ich möchte in der Zeit mal ganz kurz darauf eingehen. Randy Orton gegen Bray Wyatt hat mich tatsächlich überrascht. Es hat mich tatsächlich überrascht. Es war besser, als ich gedacht hatte. Bei WrestleMania mit so geilen Mind Games, ja, dass ich da absolut nicht, das hat mich absolut rausgebracht. Und diese Würmer und was weiß ich nicht. Und Bray Wyatt sowieso wieder absolut geil im Rahmen des Superstar Shake-Up dazu. Monday Night Raw gewechselt. Schade, aber mal sehen, was Bray Wyatt aus dieser Situation machen kann. Ja, was der Husky aus dieser Situation machen kann. Lasst ihm einfach weiter geile Promos halten. Ihr habt ja gut angefangen, Raw. Ja, das war absolut nicht schlecht. Die ersten Promos waren absolut nicht schlecht. Und ja, aber wie gesagt, um mal ganz kurz hier sämtliche Hoffnungen in Richtung eines Sieges heute Nacht von Bray Wyatt auszunehmen, ich gehe davon aus, dass Randy Orton diesen Titel verteidigen wird, aus folgendem Grund, denn die WWE hat sich quasi selber gespoilert, muss man leider Gottes sagen. Das war kein gutes Booking, was sie da abgezogen haben in dieser Woche zum Aufnahmezeitpunkt bei SmackDown Live. Es war eine Six-Pack-Challenge zwischen Mojo Rawley, Luke Harper, Jinder Mahal, Sami Zayn. Boah, ich habe keine Ahnung, wer es noch war auf jeden Fall. Ja, und dieses Match waren wir uns alle, wirklich alle waren wir uns sicher, okay, das muss Sami Zayn gewinnen. Und ich finde es auch geil, wie sie mit unseren Gefühlen gespielt haben, die WWE. Ja, sie haben uns ja tatsächlich daran glauben lassen. Ja, Sami Zayn kann das tatsächlich holen. Ja, er ist jetzt bei SmackDown Live. Vielleicht wird er da besser gebuckt, besser eingesetzt für die Show oder von der Show, die sich ja eher aufs Wrestling und auf sehr, sehr gute Storys konzentriert. Nein. Tatsächlich am Ende wird Jinder fucking Mahal neuer Herausforderer um den WWE World Heavyweight Championship. Das ist abnormal. Und jeder kriegt zu viel, wenn der merkt, dass AJ Styles dabei im United States Title Match gegen Kevin Owens, ich sag jetzt nicht vergammelt, aber wow, ich finde es schon interessant. Ich finde es wirklich, wirklich interessant. Und um mal kurz auf die Match Stipulation mal zu sprechen zu kommen, ja, das House of Horrors Match. Ist die Frage, was kann ich mir darunter vorstellen? Kann ich mir da sowas Ähnliches drunter vorstellen wie zum Beispiel das Ambrose Asylum? Ja. Fand ich jetzt Ambrose Asylum eine interessante Idee als Matchart, das anzusetzen, aber am Ende hat mich doch ziemlich enttäuscht. Ja, es war einfach ein Steel Cage mit Waffen obendrauf. Mit einem Mob, mit einem Eimer, mit einer Zwangsjacke, also wie halt so ein Asylum, wie Batman Arkham Asylum zum Beispiel. Ja, war ja auch die Nervenheilanstalt mit dem Joker zum Beispiel, ja. Und an das hat mich das ziemlich erinnert, dieses House of Horrors Match. Und Hauptsache im Game hat der Randy Orton immer noch diesen verfickten Punk-Kick. Alles klar. So, wenn er das jetzt im Übrigen beendet, dann ist das absolut lächerlich. Na, dankeschön, Bray. Ja, dieses Match wird sehr wahrscheinlich Randy Orton gewinnen. Randy Orton eigentlich mit der Einzige, das ist ja auch nur aufgrund dessen, dass Bray Wyatt seine Rematch-Clause eingelöst hat. Randy Orton der Einzige aus dem SmackDown Live-Kader, soweit ich weiß, der bei einem Raw Exclusive Pay-Per-View Payback jetzt dann antreten wird. Und ja, mal sehen. Vielleicht ist Vince McMahons Ego ja auch so groß und sagt, ein SmackDown Superstar gewinnt nicht bei einer Raw-Show, aber davon ist nicht auszugehen, denn warum sollten sie Jinder Mahal dann Number One Contender werden lassen? Ja, ganz kurz das Wort gesucht.
um dann Bray Wyatt bei Payback Randy Orton besiegen zu lassen, um dann WWE-Champion zu werden. Ja? Was würde Raw das bringen? Da hätten die 2 World-Title bei sich in der Show und SmackDown hätte nur einen Mid-Card-Titel mit dem US-Title. Also das, da haben sie sich ziemlich in die Scheiße gebuckt, muss man sagen, weil diese Matches sind ziemlich predictable, muss man einfach sagen, denn wie gesagt, 2 World-Title bei der Flagship-Show Monday Night Raw wird es nicht geben. Bray Wyatt besiegt hier Randy Orton nicht. Ich glaube, dass Randy Orton dieses Match muss es gewinnen. Ja? Denn sonst hat SmackDown einfach keinen Main-Titel mehr. Mal sehen, wie lange Randy Ortons Run anhält. Ich meine, wie gesagt, Randy Orton ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich gehe auch mal davon aus, dass das Randy Ortons letzter Run als großer Champion dann sein wird. Das ist jetzt nicht mal böse gemeint gegenüber Randy Orton, aber ja, der Junge ist halt auch schon mittlerweile so früheres Alter mit 30, ja, sage ich es mal so. Und als Wrestler, ja gut, AJ Styles ist 34 oder 35 und kann immer noch sehr gut wresteln. Aber Randy Orton, mal sehen. Der Royal Rumble Sieger von 2017, was ich immer noch nicht verstehen kann, ehrlich gesagt. Randy Orton gewinnt also den Royal Rumble und haut hier den nächsten Punt-Kick raus. Alles klar, läuft bei Randy Orton. Geht somit zu WrestleMania 33, war ja gut überlegt, die ganze Story, ja. Geht somit zu WrestleMania 33 gegen seinen Leader, gegen seinen Anführer Bray Wyatt, gegen den er erst nicht kämpfen wollte. Und dann mit diesen ganzen Maden und alles mögliche um den Ring. Es war richtig geil, richtig interessant, was Randy Orton und Bray Wyatt da auf die Beine gestellt haben. Und am Ende gewinnt Randy Orton auch in dieser Prediction und so wird es wahrscheinlich auch heute Nacht aussehen. Randy Orton wird Bray Wyatt im Main Event von Payback besiegen, es sei denn natürlich, Vince McMahon hat wieder andere Pläne, aber sonst, ja, glaube ich fest an diesen Ausgang. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von Payback, was haltet ihr von der Card, schreibt mir mal eure Predictions in die Kommentare, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da wird mich ziemlich unterstützen. Ich bedanke mich bei allen 24 Abonnenten zum Aufnahmezeitpunkt. Randy Orton bleibt also World Heavyweight Champion. Ich würde mal sagen, es ist jetzt Zeit für mich schlafen zu gehen, es ist nämlich 1:45 und ich wünsche euch heute Nacht sehr viel Spaß bei Payback. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's mit den Payback Predictions und wir sehen uns dann zu den Predictions wieder, wenn Backlash wieder losgeht. Wir sehen uns dann aber zum Beispiel morgen auch schon wieder zum Montag zu der Payback Review. Da werden wir uns morgen auf YouTube auch dann schon wieder sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Eine Bewertung wäre auch nicht schlecht. Das war's von mir heute. Haut rein. Bis dann. Ciao.